Aber jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zu einem epischen Produkt. Ich habe nur gelesen, Laserentfernungsmesser. Ich habe den Preis gesehen, 2.400, 2.500? 2.499. Also 2.500 Euro. Und da habe ich gedacht, warum ist ein Laserentfernungsmesser, der mir sagt, wie weit ist mein Objekt entfernt, so teuer? Und dann habe ich mich informiert, was man mit diesem kleinen Gerät alles machen kann. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich ein kleines Gerät für das, was da an Technik drin ist. Man kann gar nicht so viel Kopfkino zunächst haben, wo man das einsetzen kann. Fangen wir erstmal mit dem Klassiker an. Ich kann durchgucken, kann mir ein Objekt aussuchen und kann feststellen, okay, 1 Kilometer ist das Ganze entfernt. Ich habe was gelesen mit 2 Kilometer maximal. Du hast gesagt, wenn die Verhältnisse gut sind, eher 7 sogar? Ja, also wir sind mal mindestens bei 5 Kilometern. Das heißt, gerade das Thema einfach Lichteinfall spielt eine Rolle. Nachts funktioniert er grundsätzlich besser als tagsüber. Dann ist die Frage, sind es reflektierende Ziele? Ist es jetzt wirklich ein Tier oder ein Baum, was ich einfach anvisiere? Und daran setzt sich dann auch die Reichweiten her. Genau. Kommen wir auf über 5 Kilometern bei Nachts auf reflektierende Ziele, zum Beispiel auch von der Größe eines Baums oder ähnliches. Okay. Und das ist erstmal die erste Funktion, die ist bei Weitem nicht so viel Geld wert. Jetzt kommt ja erstmal der Hammer. In diesem Gerät ist ein GPS-Sensor mit drin. Das heißt also, das Ziel kann ich markieren. Die Koordinaten von dem Ziel werden abgespeichert. Und jetzt habe ich, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin und möchte jetzt dieses Ziel erreichen und ich bin im Gebirge unterwegs und es geht hoch und runter, hin und her und ich weiß, ich habe gar keine Orientierung mehr, wo ich mich befinde, weil ich wahrscheinlich im Talkessel bin und über den Hügel drüber weg ist eigentlich mein Ziel, kann ich hier durchgucken und dann wird mir ja, wie so eine Art Kompass angezeigt mit so einem Pfeil, in welche Richtung ich mich bewegen muss, damit ich wieder den richtigen Weg habe zu meinem Ziel. Das nächste Geniale, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich kann diese Koordinaten auch weitergeben. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, ich suche eine Person und man hat sich aufgeteilt in einer großen Gruppe und ich sehe die Person da irgendwo liegen, kann ich die markieren und könnte die Koordinaten weitergeben. Na? Also du hast schon die Möglichkeit, einfach dein markiertes Ziel zu teilen, allerdings nicht an Dritte, dafür bräuchst du wieder Mobilfunk. Ne, ich meine aber, ich kann es auf meine Uhr senden. Genau, die Koordinaten kann ich aber weitergeben. Ne? Das sind ja ganz normale Gerät funktioniert. GPS-Koordinaten. Genau. Genau, das meinte ich ja mit. Ich kann die GPS-Koordinaten weitergeben und dann können die Leute in diese Richtung wieder navigieren. Okay, jetzt kommen wir dem Preis so langsam näher. Jetzt kommt das nächste und das finde ich auch mega. Wir haben ja sogar noch einen Ballistikrechner drin. Das heißt also für Jäger, die können mit diesem Gerät hier auch noch berechnen, wie sie ihren Schuss zu platzieren haben. Und das Schöne, bei Jagd sage ich jetzt nicht nur Gewehr, sondern absolut verrückt. Und sogar für den Bogen ist hier ein Ballistikrechner mit dabei, wie ich den Bogen zu halten habe, damit ich in mein Ziel komme. Richtig schön. Und was ich glaube ich auch noch gehört habe, man kann sogar 10 Punkte abspeichern damit, 10 Koordinaten. Man kann die Punkte speichern. Ich habe eben auch die Möglichkeit, meine markierten Ziele in die App zu übertragen. Ich kann sie dann auch in der App abspeichern. Ich kann sie auf meine Uhr übertragen für die Navigation, auf mein Handgerät. Und ich habe aber auch im L60i selbst eine überlagerte topografische Karte, die ich dann nutzen kann. Entweder im aufgeteilten Sucher, dass ich das genau dort neben habe, oder auch ich kann die Karte komplett über das Sichtfeld überlagern. Genau. Und ich habe das mal gesehen, bei Garmin kann man sich, glaube ich, so eine Demo anschauen. Ah, hier sieht man das zum Beispiel, guck mal. Ich würde euch das dann ins Video auch noch mal direkt einblenden, damit ihr so ungefähr mal ein Gefühl für habt, was man alles mit dem Gerät machen kann. Absolut faszinierend. Und auch gerade, man braucht es nicht ja dauernd in der Hand haben, gerade, dass man sich das auch auf die Uhr senden kann, macht es natürlich dann noch ein bisschen komfortabel. Hier sieht man zum Beispiel jetzt die Karte. Ganz genau. Ja. Und ich sehe sogar, man kann also auch dem Ziel irgendwie auch ein Icon geben. Ja. Und so sehe ich genau, um was handelt es sich, zum Beispiel um ein Stück Wild, ist es eine Landmarke, ist es ein Vogelnest oder irgendein Bau oder ähnliches, was ich entdeckt habe. Und so kann ich mich dann auf den Weg machen, eben auch gerade wenn ich hier das Ziel umgehe, dann haben wir hier auch nochmal eben die Peilung, die angepasst wird und das Ganze funktioniert eben dynamisch. Und das ist ein Riesenmehrwert, wenn ich die Sicht zum Ziel verliere, was du vorher gehört hast. Und ich glaube, ich kenne mich ja nicht aus, aber so gefühlt ist es bestimmt nur, im Militärmarkt gibt es was bestimmt, aber für den Zivilmarkt ist es, glaube ich, was Einzigartiges, oder?
Also gerade in dieser vernetzten Nutzungsmöglichkeit mit Uhr, mit Handgerät, in der App das Abspeichern, das ist tatsächlich unique. Ja. Toll, also ich bin noch, ich weiß nicht, man will es haben. Man überlegt, für was braucht man es. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich genauso sein wie mit der Uhr. Man muss es erstmal schätzen und lieben lernen und dann will man es wahrscheinlich gar nicht mehr missen. Und hier, wieder total klein und kompakt. Wie lange ist die Laufzeit, wenn ich jetzt den Akku frisch habe? Ja. Also ich habe eine letztlich Laufzeit von bis zu 1400 Messungen. Das heißt, bis zu 1400 Mal kann ich das Ganze messen. Klar, wenn ich ihn permanent laufen lasse mit GPS, weniger, aber so, dass ich durchaus ausgedehnt unterwegs sein kann. Ja. Ganz normal, man kann ja auch den Speicher teilen. Also wenn ich jetzt hier die Koordinaten habe, das hier auf die Uhr mache, habe ich ja sozusagen zweimal eine Energiequelle, um irgendwo hinzukommen. Eigentlich auch eine schöne Sache. So, jetzt kommen wir so langsam, denke ich mal, ganz dolle zum Thema Airsoft. Denn ich habe das immer verfolgt, ich weiß nicht, wann kam das raus? 2023 der erste Chrono? Ja, da habe ich das zum ersten Mal schon gesehen und hatte mir dabei erstmal noch gar nicht viel gedacht und habe wirklich nur mal gedacht, okay, ist was für die Sportschützenjäger. Aber ich fand die Technik absolut interessant und da sind wir wieder bei Garmin, die haben es wieder geschafft, das alles wieder so klein und kompakt zu machen.